Herzlich willkommen bei Next Move. Elektroautos im Winter ist heute unser Thema. Wir schauen mal auf die besonderen Herausforderungen der Technologie. Da hinten steht der Kia e-Niro im Auto minus 8 Grad. Der Akku hat bestimmt minus 5 Grad. Draußen sind es minus 9, es schneit. Und wir zeigen euch, warum Elektroautos im Winter deutlich weniger Reichweite haben. Das alles jetzt hier im Video. Im Winter sind E-Autos nicht zu gebrauchen, halbe Reichweite, geringe Ladeleistung und bei Vollsperrung auf der Autobahn bist du so gut wie erfroren. Das sind gängige Vorurteile zu Elektroautos. In diesem Video besprechen wir 4 Themenbereiche, die dich zum Elektroauto-Winterprofi machen. Erstens, warum ist die Reichweite von Elektroautos im Winter geringer als im Sommer? Zweitens, wie holt man das Maximum an Reichweite aus dem Akku raus? Ich teile mit euch meine besten Tipps für mehr Reichweite. Das ist mein 9. Winter, in dem ich elektrisch fahre. Drittens, was gibt es beim Elektroauto im Winter sonst noch zu beachten? Ich gebe euch ein paar wichtige Sicherheitshinweise und nützliche Tipps aus eigener Erfahrung. Viertens, warum sind Elektroautos sehr gute Winterautos? Für alle, die noch nicht elektrisch fahren, habe ich ein paar schlagende Argumente, die für das Elektroauto im Winter sprechen. Warum haben E-Autos im Winter eine geringere Reichweite? Die Antwort ist einfach, weil es kälter ist. Das klingt aber fast so, als wäre man dem Wetter ausgeliefert und könne nichts dagegen tun. Doch wenn man die einzelnen Einflussfaktoren kennt, dann kann man sehr wohl etwas tun und deshalb schauen wir die uns jetzt an. Luftdichte und Luftwiderstand. Damit sich ein Auto bewegen kann, braucht es Energie, um den Luftwiderstand zu überwinden. Und der Energiebedarf für die Überwindung des Luftwiderstandes hängt auch von der Luftdichte ab. Die Luftdichte ist wiederum abhängig von der Temperatur und dem Luftdruck. Je kälter es ist, desto höher ist der Luftwiderstand. Auch die Luftfeuchtigkeit hat einen Einfluss. Feuchte Luft hat kurioserweise eine geringere Dichte als trockene Luft. Im Winter ist es meist trockener als im Sommer. Das gilt allerdings nur solange es keinen Niederschlag gibt, also Nebel, Regen oder Schnee. Und das bringt uns zum nächsten Faktor, dem Niederschlag. Niederschlag hat einen erheblichen Einfluss auf die Reichweite im Sommer wie im Winter. Wenn es regnet oder schneit, dann steigt der Verbrauch. Das liegt aber nicht so sehr am Luftwiderstand, sondern am höheren Rollwiderstand der Reifen auf der Straße. Das auf der Fahrbahn stehende Wasser muss verdrängt werden und das kostet zusätzliche Energie. Bei nasser Straße schieben die Reifen immer eine kleine Welle vor sich her. Klingt albern, aber wenn richtig Wasser auf der Fahrbahn steht, dann macht sich das deutlich bemerkbar. Und noch schlimmer wird es bei Eis, Schnee oder gar Matsch. Bei Schneematsch fährt man nicht gegen eine Welle, sondern quasi gegen eine Wand. Und noch ein kleiner Nebeneffekt des Niederschlags. Am Auto ist ja jedes kleine Detail auf Aerodynamik optimiert. Selbst die Scheibenwischer sind hinter der Fronthaube versteckt. Wenn sie sich bei Regen oder Schnee nun auf und ab bewegen, dann erhöht es den Verbrauch. Die Reifen, konkret Winterreifen. Winterreifen haben einen höheren Rollwiderstand als Sommerreifen oder Ganzjahresreifen. Was gut für Traktion im Schnee oder Haftung auf nasser Fahrbahn ist, erhöht den Rollwiderstand und damit den Verbrauch, auch auf trockener Fahrbahn. Die Reifen sind aber in den letzten Jahren besser geworden und der Einfluss ist nach meinen Erfahrungen relativ gering. Vergleicht man zum Beispiel einen 20 Zoll Sommerreifen zu einem 18 Zoll Winterreifen bei dem gleichen Modell, könnte es am Ende den gleichen Verbrauch geben. Der Akku. Die Performance. Kalte Umgebungsbedingungen haben auch einen Einfluss auf den Akku und den Antriebsstrang im Auto. Nach ein paar Stunden Standzeit im Freien kühlt sich der Akku deutlich aus. Wir hatten in unseren letzten Tests gezeigt, dass ein Akku sogar von 40 Grad in einer Nacht auf 5 Grad abkühlen kann. Und natürlich haben wir auch schon mit Akkus getestet, die auf minus 10 Grad Celsius durchgefroren waren. Das Auto fährt dann natürlich noch, aber die Kälte hat einen direkten Effekt auf die elektrochemischen Prozesse im Akku. Durch die Kälte ist der Innenwiderstand der Zellen größer und die Spannung sinkt. Im Resultat steht eine geringere Entnahme an nutzbarer Kapazität. Ladeleistung. Es kommt noch härter. Kalte Akkus wollen nicht schnell geladen werden. Die Zellen können dabei irreversibel geschädigt werden oder altern zumindest schneller. Das weiß natürlich auch das Batteriemanagementsystem und reduziert die Ladeleistung, wenn es kalt ist. Außerdem investiert das BMS einen Teil der Energie in die Akkuheizung. Wer mit einem kalten Akku zum Schnelllader fährt, der wird deutlich langsamer laden als im Sommer. Wenn dich dieses Thema im Detail interessiert, dann empfehle ich dir unser Tesla Model 3 Made in China Wintertest-Video oder auch unseren großen ID.3 Wintertest. Darin erklären wir diesen Vorgang detailliert. Rekuperation.
Wenn der Akku kalt ist, dann ist auch die Rekuperationsleistung reduziert, denn Rekuperieren ist nichts anderes als Laden. Das heißt, der Vorteil der Rekuperation kann nicht voll ausgespielt werden. Auf den ersten Kilometern verhalten sich viele E-Autos also zunächst wie ein Verbrenner im ganzen Jahr. Bewegungsenergie wird stupide über die Bremse in Wärme und Feinstaub umgewandelt und das erhöht den Verbrauch. Reibungsverluste. Zusätzlich gibt es auch Verluste im Antriebsstrang bei kalten Temperaturen, denn auch im Elektroauto gibt es Schmierstoffe im Getriebe und in verschiedenen Lagern. Bei kalten Temperaturen sind diese Schmierstoffe anfangs zäher und erhöhen die inneren Widerstände. Diese Rollverluste treten insbesondere auf Kurzstrecken auf, wenn das Gesamtsystem nicht auf Temperatur kommt. Heizung. Die Heizung ist eines der Argumente, das die meisten sofort im Kopf haben, wenn es um die Beurteilung der Wintertauglichkeit von Verbrennern und E-Autos geht. Und da ist der Verbrenner klar im Vorteil, denn Verbrenner sind ja energetisch gesehen keine Fahrzeuge, sondern mobile Heizungen. Der Antrieb ist quasi ein Abfallprodukt. Daher ist Abwärme genügend vorhanden, zumindest wenn der Motor einmal warm ist. E-Autos hingegen sind sehr effizient, deswegen gibt es nur wenig Abfallwärme, die in Richtung Insassen entsorgt werden kann. Es muss also mit Strom geheizt werden. Die Heizleistung liegt je nach Fahrzeug bei bis zu 7 Kilowatt, wobei die nur zum Anheizen auf die Zieltemperatur voll anliegen. Auf kurzen Strecken schlägt das natürlich stärker rein, weil Aufheizen viel mehr Energie benötigt als das spätere Erhalten der gewählten Temperatur. Wärmepumpensysteme sind effizienter, aber oft nicht in dem Umfang wie von den Herstellern versprochen. An reiner Heizleistung kann man durchaus 50% sparen, das haben unsere Tests gezeigt, aber auf der Langstrecke wirkt sich diese Ersparnis oft nur mit 5% weniger Gesamtverbrauch und damit mit 5% mehr Reichweite aus. Getestet haben wir das bisher mit dem Hyundai Kona, VW ID.3 und Kia e-Niro mit mehr oder weniger guten Resultaten. Achtung, Stammtischalarm! Wie lange kann ich mit meinem E-Auto auf der Autobahn in einer Vollsperrung heizen? Ich habe das schon vor 2 Jahren im Selbstversuch bei minus 5 Grad getestet. Ein Kia e-Niro hat Saft für über 3 Tage, um 19 Grad Innentemperatur an Bord aufrechtzuerhalten. Selbst mit einem Drittel Ladestand sind also noch 24 Stunden drin. Weitere Verbraucher. Im Vergleich zu allen anderen elektrischen Verbrauchern schlägt die Heizung mit Abstand am heftigsten rein. Der ADAC hat den Mehrverbrauch für Verbrenner und E-Autos in einer Übersicht zusammengestellt. Nach der Innenraumheizung folgen Front- und Heckscheibenheizung, Lüftung und Abblendlicht. Alle Positionen ab Nummer 3 kannst du aus meiner Sicht außer Acht lassen. Es lohnt sich nicht, dort zu sparen. Eine Spaßbeschleunigung pro Stunde weglassen hat den gleichen Effekt. Das waren die Einflussfaktoren. Wenn du bis hierhin etwas Neues erfahren hast oder meinst, dass es Einsteigern helfen kann, dann gib dem Video einen Daumen hoch. Teile es mit E-Mobilisten und solchen, die es werden wollen. Und wenn du noch kein Nextmove-Abo hast, dann schenk uns gerne eines, das würde mich sehr freuen. Meine Wintertipps. Nachdem wir nun die Einflussfaktoren auf die Winterreichweite genau kennen, gebe ich dir jetzt meine Veteranen-Expertentipps, mit denen du die maximale Reichweite aus deinem Akku rausholst. Die meisten Tipps beziehen sich auf Fahrten, auf denen du Reichweite brauchst, sprich Langstrecke. Winterreifen. Achte bei Winterreifen auf einen niedrigen Rollwiderstand. Das niedrigste Label bei Winterreifen ist in den meisten Größen ein C. Am effizientesten und billigsten ist die kleinste eingetragene Reifengröße. Größere Reifen bedeuten immer mehr Geld für weniger Reichweite, aber wer schön sein will, du kennst den Spruch. Richtiger Reifendruck. Lieber etwas mehr als im Sommer und regelmäßig überprüfen. Wer mit zu wenig Luftdruck fährt, erhöht den Verbrauch, da die Auflagefläche und damit der Rollwiderstand größer ist. Die Sicherheit leidet auch. Schnee entfernen. Wenn dein Auto eingeschneit ist, dann entferne vor der Fahrt den Schnee auch vom Dach und von der Fronthaube. Das ist nicht nur nach Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben, sondern senkt auch den Verbrauch bei höheren Geschwindigkeiten, denn die Stirnfläche des Fahrzeuges erhöht sich dramatisch und die Aerodynamik wird gestört. In Summe erhöht das den Verbrauch bei schneller Fahrt deutlich. Tipps zum Akku. Die Garage benutzen, sofern vorhanden. Garagenparker haben es in vielerlei Hinsicht besser. Das Auto steht trocken, Ladeklappe, Wischer und Türen frieren nicht fest, Schneeräumen entfällt. Und oft sind Garagen auch etwas wärmer als die Umgebung. Das heißt, dein Akku bleibt den ganzen Winter etwas wärmer. Das spart Energie beim Fahren und bringt mehr Leistung am Schnelllader. Vor einer langen Fahrt solltest du den Ladevorgang so timen, dass das Auto pünktlich zur Abfahrt voll ist.
Denn auch beim Laden heizt sich der Akku passiv mit auf. In unseren Tests mit verschiedenen Autos lag diese Erwärmung an einer 11 kW Wallbox im Winter bei 1 bis 2 Grad pro Stunde. Stell dein Auto nach der Fahrt nicht mit leerem Akku über mehrere Stunden oder gar über Nacht ab. Generell altern Zellen schneller, wenn du sie lange auf einem niedrigen Ladestand lässt. Mein Rat, stell dein Auto nie mit unter 20% ab. Außerdem schau unbedingt in die Bedienungsanleitung, was dein Hersteller zum Thema Akku und Kälte sagt. Oft gibt es dort klare Vorgaben, die unter Umständen bei Nichtbeachtung zu Garantieverlust führen. Beispiel ID.3, VW sagt, nicht länger als 24 Stunden unter minus 30 Grad abstellen. Soweit so gut, das passiert ja nicht so oft, aber Achtung, bei Frost das Fahrzeug nicht für mehrere Stunden unter 40% Ladezustand abstellen. Frost heißt ab minus 1 Grad. Dann gilt die alte Cowboy-Regel, nach einer langen Reise immer zuerst das Pferd versorgen. Bei niedrigen Außentemperaturen kühlt der Akku aus und damit sinkt die entnehmbare Kapazität. Am nächsten Morgen können so aus 50 Kilometern Restreichweite nur 25 werden, unter Umständen zu wenig, um die nächste Wasserstelle zu erreichen. Zumindest bei Tesla kann das so stark abweichen, denn dort geht die Akkutemperatur in die angezeigte Reichweite mit ein. Wer am nächsten Morgen mal schnell zum Schnelllader fahren will, der könnte dort einige Stunden verbringen statt 30 Minuten. Wenn du mit einem kalten Akku unterwegs bist und Langstrecke mit mehreren Ladestops fahren willst, dann fahr das erste Teilstück ruhig etwas schneller als üblich. Nach 1 bis 2 Stunden flotter Autobahnfahrt ist der Akku 10 bis 20 Grad wärmer. Das klappt natürlich nur auf einer deutschen Autobahn. Einige E-Autos heizen den Akku eigenständig vor, wenn bestimmte Ladestationen in die Navigation eingebunden sind. Neben Tesla können das wohl auch Porsche und Mercedes. Wir wünschen uns, dass es bald Standard in allen E-Autos ist und der Fahrer selbst entscheiden kann, ob geheizt werden soll oder nicht, also der Akku. Bei VW steht das Feature für nächsten Winter im Lastenheft. Einige Hersteller bieten zusätzlich die Möglichkeit, den Akku im Stand vorzuheizen. Meist passiert das automatisch parallel zum Vorheizen des Innenraums. Bei Tesla kannst du sogar nur den Akku vorheizen, einfach in der App die Klimasteuerung auf Min stellen und es wird nur der Akku geheizt und der Innenraum bleibt kalt. Aber Vorsicht, das zieht ordentlich Strom, also nur machen, wenn es dir auch wirklich hilft. Wichtig ist auch, den ersten Ladestopp mit möglichst geringem Ladestand anzufahren. Das erhöht die mögliche Ladeleistung gleich dreifach. Zuvor mehr Entnahme heißt höhere Temperatur, geringerer Ladestand ermöglicht mehr Ladeleistung und mehr Ladeleistung heißt wiederum höhere Eigenerwärmung des Akkus beim Laden. Also eine Win-Win-Win-Situation. Einige Autos heizen den kalten Akku beim Kaltstart während der Fahrt mit auf, ohne den Nutzer zu fragen, besonders deutsche Hersteller. Beim ID.3 liegt die Schwelle bei ca. 7 Grad Akkutemperatur. Beim Kia e-Niro liegt die Schwelle mit Wintermodus zwischen -4 und -8 Grad Akkutemperatur, also deutlich niedriger. Tipps zur Innenraumtemperatur. Heizen vor der Fahrt. Wenn du es kannst, dann heize den Innenraum des Autos 15 bis 30 Minuten vor der Abfahrt auf, während es noch am Stromnetz hängt. Ich stelle mir dafür immer ein paar Grad mehr ein. Du startest so mit einem warmen Auto und musst es nur noch warm halten. Das kostet nur noch relativ wenig Energie. Das Vorheizen kann in vielen Autos über eine Abfahrtszeit eingestellt werden oder per App gestartet werden. Woran erkennt man die Profis am Schnelllader? Sie lassen beim Aussteigen die Türen nicht lange offen, damit die Wärme drin bleibt. Das gilt natürlich auch für Kurzstreckenfahrten in der Stadt. Wer bei mehreren Stops die Wärme immer wieder achtlos entweichen lässt, der kommt schnell auf den doppelten Winterverbrauch. Wer viele Kurzstrecken mit längeren Standzeiten dazwischen fährt, wie zum Beispiel ein Pflegedienst, 10 Minuten fahren, 30 Minuten stehen, der wird schnell mehr als den doppelten Winterverbrauch haben, da das Auto immer wieder neu aufgeheizt werden muss. Smartes Heizen während der Fahrt. Die Heizung hat je nach Auto bei Frost mit 1 bis 3 Kilowatt Leistung im Dauerbetrieb einen sehr großen Effekt auf den Verbrauch. Jedes Grad, das du höher gehst, kostet Strom. Smartes Heizen ist der Schlüssel zu mehr Reichweite. Aber niemand muss frieren, kein Komfortverzicht und keine kalte Nase. Was kann man dafür tun? Wenn du allein unterwegs bist, nutze die Driver-Only-Funktion sofern vorhanden. So wird die warme Luft nur auf den Fahrer gerichtet, das spart Energie. Weiter die Wärme direkt am Körper platzieren. Wie geht das? Nutze Sitz- und Lenkradheizung und achte schon beim Kauf darauf, dass diese Funktionen vorhanden sind. Viele unserer Zuschauer meinen, diese Verbraucher würden Reichweite kosten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Sitz- und Lenkradheizung liegen zusammen deutlich unter 100 Watt Leistung für eine Person.
Der Effekt ist deutlich spürbar und man reduziert im Gegenzug intuitiv die Innenraumheizung und das spart ein Vielfaches an Energie. Wenn dein Auto eine Frontscheibenheizung hat, dann nutze sie auch bei vereisender Scheibe. Das kostet dich nur wenige 100 Watt, während die Enteiserfunktion des Gebläses mit 4 bis 5 kW zu Buche schlägt. Schalte die Heizung beim Hochheizen auf Umluft, so wird es schneller warm. Man kann auch die Lüftung manuell drosseln, um weniger Durchsatz zu haben. Viele Hersteller bieten ihre E-Autos mit einer optionalen Wärmepumpe an. Wir haben in mehreren Videos gezeigt, dass der Reichweitengewinn nicht so groß ist, wie die meisten glauben. Wir empfehlen sie nur für Viel- und Langstreckenfahrer, Leute in Regionen, in denen regelmäßig echter Winter herrscht oder wenn der Kaufpreis des Autos eine untergeordnete Rolle spielt. Ein Must-Have ist die Wärmepumpe jedenfalls nicht. Kleidung. Jedes Grad, das du weniger heizen musst, bringt dir Reichweite im Winter. Also im Winter nicht mit T-Shirt und Turnschuhen fahren, sondern eher mit einem dickeren Pullover und ordentlichen Winterschuhen. Ich habe auf der Langstrecke auch immer eine Decke für die Kinder dabei. Auch der ADAC empfiehlt das für den Fall einer Vollsperrung, unabhängig von der Antriebsart. Halte den Innenraum schnee- und wasserfrei. Bei Regen und Schnee Schuhe vorher abklopfen. Nasse Jacken lieber im Kofferraum verstauen, denn regendurchtränkte Jacken lassen die Scheiben schnell beschlagen. Eco-Modus. Der Eco-Modus hilft vor allem Fahrern, die sich nicht groß mit dem Auto beschäftigen wollen. Im Eco-Modus ist zum einen die Heizleistung reduziert, zum zweiten reagiert das Strompedal weniger dynamisch, was ebenfalls Reichweite bringt. Ein weiterer Vorteil: Bei Glätte drehen die Räder nicht so schnell durch, da das Strompedal eben träge reagiert, fast wie beim Verbrenner. Der Eco-Modus macht das Auto aber nicht sparsamer, sondern erleichtert es dem Nutzer, das Auto sparsamer zu bewegen. Hinweis: Wenn dir oder deinen Mitfahrern kalt wird, dann Eco ausschalten. Bei einigen Autos ist die Drosselung der Heizung fix und das Auto wird nur lauwarm. Fahren auf der Autobahn beim Mistwetter. Bei Regen und stehender Nässe bilden sich durch die vorausfahrenden Fahrzeuge oft Spuren ohne stehendes Wasser. Das gilt natürlich Sommer wie Winter. Wer in diesen Spuren fährt, hat einen geringeren Verbrauch. Die Langläufer unter euch wissen es, in der Loipe fährt es sich weniger anstrengend als im Tiefschnee. Bei Schneematsch ist der Effekt natürlich noch viel größer als bei Wasser. Und der Bremsweg verkürzt sich natürlich auch. Wenn du noch kein eigenes Elektroauto fährst, dann habe ich noch einen weiteren Tipp für dich. Der Winter ist die beste Jahreszeit zum Ausprobieren. Wenn du im Winter mit dem E-Auto warm wirst, also die Einschränkungen selbst einschätzen kannst und auch die Vorteile erfährst, dann wird der Sommer ein Traum. Das passende Zubehör gibt's für deinen eigenen Wintercheck bei Nextmove. Hol dir eines von unseren 400 E-Autos an 12 Standorten für deinen persönlichen Wintertest. Gerade in diesen etwas eintönigen Zeiten kann dir ein E-Auto ein echtes Abenteuer mit vielen neuen Erfahrungen bieten. Nutze unsere Aktionsangebote, zum Beispiel Corsa E ab 399 oder ein Hyundai Kona ab 499 € für einen Monat zur Miete. Sicherheitshinweise und weitere Tipps. Neben den Tipps zum Verbrauch habe ich auch noch wichtige Sicherheits- und Alltagstipps, denn es gibt auch ein paar E-Auto-spezifische Dinge zu beachten. Ganz wichtig: Energiesparen darf niemals auf Kosten der Sicherheit gehen. Alle Scheiben müssen stets eis- und beschlagfrei sein. Stell die Temperatur bei angemessener Kleidung vernünftig ein. Wer friert, ist kein guter Autofahrer. Trage angemessene Kleidung. Vorsicht: stark gefütterte Jacken bieten bei Unfällen nicht genügend Sicherheit, da der Gurt nicht eng genug anliegt. Das gilt für alle Insassen. Dick gefütterte Handschuhe bieten nicht den nötigen Grip für schnelle Manöver. Spare nicht beim Licht. Der Effekt ist kaum messbar. Ganz wichtig: Fahre nicht hinter LKWs oder anderen Fahrzeugen zu dicht im Windschatten. Diese Zeiten sind vorbei. Moderne E-Autos bieten genügend Reichweite und eine hohe Ladegeschwindigkeit, sodass niemand einen Auffahrunfall riskieren muss. Ein Mieter von uns hat diese Lektion 2017 auf die harte Tour gelernt. Dieser Renault Zoe war brandneu und nach 300 Kilometern Autobahnfahrt ein Totalschaden. Unser Mieter ist zum Glück unverletzt ausgestiegen. Und ich hatte es schon erwähnt: Bei Kälte ist die Rekuperationsleistung reduziert. Das One-Pedal-Driving ist eingeschränkt und du wirst am Anfang der Fahrt bei kaltem Akku selbst bremsen müssen. Viele Autos zeigen diese Einschränkung im Display an. Achtung bei abrupten Lastwechseln: Bei Matsch und Glätte in Kurven oder bei schneller Fahrt kann die plötzliche Rekuperation zu einem leichten Ausbrechen des Fahrzeugs führen. Das ESP greift zwar ein, aber man erschreckt sich leicht. Bei schlechten Straßenverhältnissen solltest du das wissen und die Rekuperation auf schwach oder sogar ganz ausstellen, wenn dein Auto das anbietet.
Auf Langstreckenfahrten solltest du mit mehr Reserve fahren. Bei schlechtem Wetter steigt die Wahrscheinlichkeit einer Vollsperrung und du solltest genügend Strom als Reserve haben. So viel zur Sicherheit und nun noch ein paar Alltagstipps im Winter. Schau auf jeden Fall in die Bedienungsanleitung deines Autos, was dort zu Wintertipps gesagt wird. Benutze bei großer Kälte keine Waschstraße, es sei denn, du kannst das Auto direkt danach warm abstellen. Die Gummis in den Türen, an Fenstern und am Chargeport werden nass und können sehr leicht einfrieren. Wenn es doch sein muss, dann danach alle Gummis und Türen trocken reiben. Außerdem die Türgummis schon im Vorfeld mit geeigneten Mitteln gegen Einfrieren einschmieren. Ganz wichtig, die Ladeklappe nicht vergessen. Halte die Ladeklappe trocken und befreie sie nach dem Laden von Wasser und Schnee. Wenn sie einfriert, kannst du es nur mit Enteiserspray versuchen. Dieses sollte nicht im Auto deponiert sein, da ja auch die Türen einfrieren können. Deaktiviere das automatische Einklappen der Spiegel. Bei Vereisung können die Motoren oder die Mechanik Schaden nehmen. Ebenfalls wichtig, Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage ist natürlich auch beim E-Auto Pflicht. Im Gegensatz zum Verbrenner gibt es vorne kein Blockheizkraftwerk, was den eingefrorenen Wassertank oder die Leitung wieder auftaut. Die Frontscheibe über Nacht mit einer geeigneten Plane abzudecken, spart morgens natürlich auch Zeit oder Heizleistung. Auch beim E-Auto kann die 12-Volt-Batterie streiken. Wenn du also die Bordelektronik wie Infotainment länger benutzt, dann schalte dein Auto richtig vollständig ein und sichere es natürlich in P. Sonst kann sich die 12-Volt-Batterie bei einigen Modellen entladen. Bei Smart, Nissan, Hyundai und Kia haben wir das schon erlebt. Die Autos haben ein Softwareproblem und lassen 12 Volt bei Nutzung des Infotainments einfach sterben, obwohl ja genug Strom da ist und das Auto einfach nur den sogenannten DC-Wandler ansteuern müsste. Und jetzt kommt es ganz hart. Bei starkem Schneefall muss der Winterdienst priorisieren, welche Infrastruktur zuerst geräumt wird. Es kann passieren, dass Schnelllader an den Autobahnen noch nicht freigeräumt sind. So ging es auch dem Mieter unseres Porsche Taycans in der letzten Woche. Er musste mehrfach flexibel umplanen. So, ich glaube, jetzt sind auch die Hutfahrer und sonstige Bedenkenträger endgültig raus. Ich würde nicht so weit gehen, dass du auf der Langstrecke einen Schneeschieber dabei haben musst, aber wenn die Alternative Stranden ist, würde ich bei kritischen Wetterlagen lieber was zum Schaufeln einpacken. Vielleicht hilft es ja dann irgendwann auch mal zum Freischaufeln des Autos am Straßenrand. Kommen wir nun zu den Vorteilen eines E-Autos im Winter. Wenn du bis hierhin zugeschaut hast, dann bist du entweder E-Autofahrer oder hast echtes Interesse an der Elektromobilität. E-Autofahrer wissen es natürlich, E-Autos haben im Winter auch Vorteile gegenüber Verbrennern. Der häufigste Ausfallgrund bei allen Autos ist eine gestorbene 12-Volt-Batterie aufgrund von Kälte. Beim Verbrenner braucht es zum Anlassen hohe Anlaufströme und diese Fahrzeuge können ihre 12-Volt-Batterie auch nur während der Fahrt wieder aufladen. Kurzstrecken reichen dafür manchmal nicht aus. Beim E-Auto braucht es für den Start natürlich keinen Anlasser und die 12-Volt-Batterie kann natürlich ständig nachgeladen werden, egal ob das Auto fährt, lädt oder einfach nur wochenlang dumm rumsteht. Einige Modelle wie beispielsweise Nissan, Hyundai und Kia zeigen es sogar über eine Ladelampe an, wenn sie gerade 12 Volt spenden. Aber nicht alle Hersteller machen das gleich gut. Als Vermieter aller gängigen Modelle kann ich euch sagen, dass 12 Volt auch beim E-Auto ein Ausfallgrund sein kann. Technisch gibt es eigentlich keinen Grund, warum ein E-Auto wegen 12 Volt liegen bleiben muss. Denn eigentlich könnte der DC-Wandler durch Dauernachladung auch ein Auto mit einer toten 12-Volt-Batterie fahrfähig halten. Jetzt wird es heikel, dürfen Elektroautos Starthilfe empfangen oder anderen Autos Starthilfe geben? Ja, aber und es kommt drauf an. Wenn eure 12-Volt-Batterie unter eine bestimmte Schwelle absackt, dann startet das Auto nicht mehr. Teilweise gehen dann auch die Türen nicht mehr auf. Die meisten E-Autos dürfen Starthilfe empfangen. Schaut dafür unbedingt in die Bedienungsanleitung. Im Normalfall reicht es, den Spender anzuklemmen. Dadurch liegen mehr als 12 Volt an. Euer Auto lässt sich starten und beginnt dann sofort eigenständig 12 Volt wieder aufzuladen. Du musst dann auch nicht fahren. Die Betriebsbereitschaft sollte aber einige Zeit eingeschaltet bleiben. Und spenden? Eigentlich nicht, wobei bei anderen E-Autos eigentlich nichts dagegen spricht. Einem Verbrenner darfst du aber keine Starthilfe geben. Nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus technischen. Beim Anlassen fließen hohe Ströme und die könnten euren DC-DC-Wandler überlasten. Das kann richtig teuer werden. Was sagt VW? Genau zuhören. Aus technischen Gründen sind die Starthilfepunkte bei Elektrofahrzeugen nicht für Fremdstartunterstützung anderer Fahrzeuge ausgelegt. Ich habe auch schon Verbrennern in Not geholfen und zwar so. Bitte nicht nachmachen und ganz besonders nicht mit gemieteten Autos.
Ich habe das E-Auto eine halbe Stunde als externes 12-Ladegerät an den Verbrenner gehangen, dann die Kabel abgeklemmt und dann erst den Verbrenner gestartet. Auch eine Powerbank kann natürlich solche Probleme lösen. Weitere Vorteile. Das Vorheizen des Innenraums per App möchten viele nicht mehr missen. Auch das nervige Freikratzen der Scheiben entfällt dadurch größtenteils. Das kann ein Verbrenner mit einer optionalen Standheizung natürlich auch, aber dort kostet sie extra. Beim E-Auto ist sie Serie. Auch wenn man nicht vorheizt, wird der Innenraum in kürzester Zeit warm. Beim Verbrenner dauert es je nach Bauart deutlich länger. Beim Billigdiesel ist meist bei minus 20 Grad Schluss. Denn bei so großer Kälte wird auch aus dem Winterdiesel eine trübe, zähe Masse, die kein Motor mehr schluckt. E-Autos werden dagegen in den Anleitungen der Hersteller teilweise ohne Kältelimit angegeben, zumindest was das Fahren angeht. Bei Kia heißt es dazu lediglich, die Vorwärmung der Hochvoltbatterie funktioniert gegebenenfalls nicht, wenn die Batterietemperatur unter minus 35 Grad fällt. Und bei Renault, wenn das Fahrzeug mehr als 7 Tage bei Temperaturen unter minus 25 Grad Celsius geparkt wird, ist das Aufladen der Antriebsbatterie unter Umständen unmöglich. Und VW nicht länger als 24 Stunden unter minus 30 Grad abstellen. Verbrenner haben mit kaltem Motor und Getriebe einen höheren Verschleiß und die meisten Fahrten sind eben Kurzstrecken, auf denen der Motor nicht richtig warm wird. Wer jetzt zu viel Gas gibt, der kann seinen Antrieb schädigen. Beim E-Auto kann das nicht passieren. Wenn es zu kalt ist, dann bekommt man weniger Leistung beim Kickdown, aber es kann nichts kaputt gehen. Das Strompedal lässt sich zudem viel sensibler bedienen als ein Gaspedal. Im Zusammenspiel mit den Assistenten kann man sich so einfacher aus tiefem Schnee befreien. Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt Elektro mit Allrad. Und bei Kälte erfolgt natürlich vor allem beim Diesel keinerlei Abgasreinigung. Bereits unter 15 Grad wird die Reinigung reduziert. Bei unter 5 Grad ist zum Schutz des Motors meist Schluss und das riecht man auch bei Kälte im Straßenverkehr. Die durchschnittliche Temperatur im Winter in Deutschland beträgt übrigens 4 Grad. Mir ist es in jedem Fall lieber, an einigen Tagen im Jahr ein E-Auto zu fahren, das im Kurzstreckenbetrieb den doppelten Verbrauch und damit die halbe Reichweite hat, als einen Diesel, dem seine Abgasreinigung wegprogrammiert wurde. Dazu eine Faustregel für alle Autofahrer: An der Ampel so viel Abstand halten, dass du von dem vorderen Auto noch den Auspuff sehen kannst. Sonst ziehst du dir die vollen Abgase über die Lüftung in den Innenraum. Als ich 2012 angefangen habe, elektrisch zu fahren, haben die meisten E-Autos im Winter keine 100 Kilometer geschafft und es gab in Deutschland nicht mal alle 100 Kilometer eine Schnellladesäule. Damals war das ein echtes Problem. Damals. Heute ist die Elektromobilität bereits für viele alltagstauglich. Natürlich passt es noch nicht für jeden und das muss auch nicht. Per Definition können ja nicht alle gleichzeitig First Mover sein. Aber die Autos und die Infrastruktur entwickeln sich rasant weiter und jedes Jahr wird es für mehr Autofahrer zur validen Option. Der Blick nach Norwegen zeigt, dass E-Autos auch bei arktischen Verhältnissen vollwertige Autos sind. 2020 war dort jedes zweite neu zugelassene Auto rein elektrisch und das in einem Land, in dem es für jedes Jahr mehrere Monate richtig kalt wird. Vom kältesten Tag des Jahres würde ich die Kaufentscheidung jedenfalls nicht abhängig machen. Teile das Video gerne mit Freunden, die aufgrund der vermeintlichen Winterschwäche bisher vom E-Auto Abstand genommen haben. Wenn du noch weitere Wintertipps hast, dann schreib sie mir und allen anderen gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was du noch so machst, um gut durch den Winter zu kommen.